Herzlich willkommen zu Anlegen mit Weitblick im Oktober. Heute mit unserem Chief Investment Officer, Philipp Merkt. Philipp, der amerikanische Börsenguru André Costolani hat mal gesagt, wer gut schlafen will, kauft Obligationen, wer gut essen will, kauft Aktien. Was über die Jahre sicher richtig war, hat in letzter Zeit nicht mehr gegolten. Kannst du uns das kurz aufzeigen, was passiert ist? Ja, das mache ich sehr gerne. Ich habe für das eine Grafik mitgenommen. Wir sehen auf dieser Grafik die maximalen Verluste von Schweizer Obligationen und Aktien seit 1970. Grün seit Aktien, blau seit Obligationen. Als kurzer Einschub, man sieht nur die Verluste, nicht die Gewinn. Das gäbe es auf dieser Seite natürlich auch und das wären mehr Gewinne gewesen. Auf lange Frist hat sich das gelohnt, wie ich das schon manchmal ausgeführt habe. Also das heisst, man sieht auf dieser Grafik eigentlich nur das besser Schlafen und nicht das besser Essen. Das besser Essen hat es auch gegeben. Besser Schlafen, es hat lange gegolten. Seit 1970 sehen wir, die blaue Linie hat sich sehr, sehr schwach bewegt. Man hat also nicht grosse Schwankungen im Obligationenteil. Und ja, da sieht man aber auch rechts hin, dass im letzten Monat, letzten Jahr, sich das stark geändert hat. Wir haben fast 20% Verlust auf den Obligationen, und zwar einen gleich hohen Verlust wie auf den Aktien. Und so einen hohen Verlust auf den Obligationen hat es vorher gar noch nie gegeben. Also eine einmalige Situation aufgrund von auch sehr, sehr schnell gestiegenen Zinsen. Ja, jetzt eine Zuschauerin, Karin aus Winterthur, hat uns geschrieben, dass sich die Situation sehr beunruhigt. Kannst du ihr eine Empfehlung abgeben, damit sie wieder ruhig schlafen kann oder vielleicht auch wieder mal gut essen kann? Ja, da wollen wir, dass nicht alle gut schlafen und gut essen. Da gibt es für mich zwei Sachen. Also das Erste ist, was ich vorhin gezeigt habe, das ist eine außerordentliche Situation jetzt. Also da gilt halt ein bisschen durchhalten. Wir haben vorhin gesehen, das hat es so sonst noch nie gegeben. So starke Schwankungen im Obligationenbereich. Das Zweite ist die Rückbesinnung auf die Anlagegrundsätze. Das ist Diversifikation, nicht alle Eier gleich Korb legen. Das ist das Risikoprofil, das Karin haben sollte, dass sich bewusst sein, also wie viele Risiken kann sie eingehen, finanziell, wie viele Risiken will sie im Bauch eingehen. Und dann auch die Anlagedauer. Sie hat irgendwann die Anlage gesagt, ich kann das Geld so lange liegen, ich brauche das nicht. Und darum sich auch auf das besinnen. Sagen, ja, ich habe gesagt, ich brauche es nicht, ich kann es jetzt länger liegen und auf lange Frist wird das auch wieder gut kommen. Du hast gesagt, Diversifikation ist wichtig, es gibt noch andere Anlagen als Aktien und Obligationen. Wir haben im Anlageausschuss entschieden, den Schweizer Immobilienfonds nochmal zu erhöhen, nachdem wir das schon im August gemacht haben. Kannst du uns kurz die Argumente dazu erzählen? Auch für das habe ich eine Grafik mitgenommen. Man sieht hier das ATSCHO vom Immobilienfonds Schweiz. ATSCHO bedeutet, das ist der Aufpreis, den man bereit ist zu zahlen. Aus verschiedensten Gründen ist man bereit, mehr zu zahlen für einen Immobilienfonds als der eigentliche Inhalt. Und jeder von diesen grünen Punkten bedeutet ein ATSCHO in einem Monat. Also prozentual, wie viel man mehr bereit ist. Und auf der anderen Seite sehen wir das Zinsniveau. Jetzt hat es hier auch einen gelben Punkt drauf. Und dieser gelbe Punkt, das ist die heutige Situation. Wir sehen aus dem heraus, dass eigentlich vom ATSCHO von Maximum 40% man fast auf 5% runtergefallen ist. Die blaue Linie ist so das neutrale Level und irgendwann sollte sich der gelbe Punkt da wieder dort rauf bewegen. Also wir haben im Moment eigentlich fast vielleicht einmaliges Fenster, tiefer zu kaufen, wie wir denken. Und dann wird sich der Preis wieder gegen das neutrale Niveau bewegen. Und das hat uns dazu gebracht, das Immobilienengagement aufzustocken. Kommen wir zum Schluss wie immer zu unserer Positionierung von unserem Vermögensverwaltungsmandat. Hat es noch weitere Anpassungen gegeben durch den Anlageausschuss in unserem Mandat? Wir haben keine weiteren Anpassungen gemacht. Wir sind überzeugt, dass wir gut ausgerichtet sind für die heutige Situation. Wir sind in einem starken Untergewicht in Aktien wie auch Obligationen. Also wir bleiben weiterhin sehr, sehr vorsichtig. Wir haben auf dieser Seite die Immobilien erhöht und zusammen mit dem Übergewicht im Gold sind wir in diesen zwei Klassen übergewichtet, so als Gegenpol zum Risiko rausnehmen. Und für uns stimmt das so. Super, merci vielmals für deine Erklärungen und Einschätzungen, Philipp. Und ja, wenn auch dir gerne CIO eine Frage zum Markt
geschehen stellen, dann zögert nicht und meldet euch an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Und damit verabschiede ich mich bereits von euch und wünsche euch alles Gute. Merci fürs Hineinschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Anlegen mit Weitblick.